vor 4 Wochen mit dem YouTube-Kanal gestartet. Und es hat mich so große Überwindung gekostet. Ich meine, ich habe das vor 5 Jahren schon starten wollen und ich habe es die ganze Zeit vor mich hingeschoben, weil ich immer dachte, naja, das ist nicht gut genug, ich bin nicht gut genug, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, ich weiß nicht, was ich sagen soll, mir hört eh keiner zu, nee, ich mache das nicht, nee, lieber nicht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, worauf ich gewartet habe, wahrscheinlich auf den passenden Moment, den es niemals geben wird, aber eben hat man ja auch richtig krasse Zweifel. So, und wenn man sie dann aber überwunden hat, beziehungsweise sich getraut hat, so wie ich das gemacht habe vor 4 Wochen, ich weiß noch, wie unglaublich aufgeregt ich war. Naja, es ist ja so, dass diese Ängste und Zweifel, die man hatte, weswegen man das ja nicht gemacht hat, so viele Jahre habe ich diesen Kanal nicht gestartet. Das kommt dann ja trotzdem hoch, auch wenn man schon angefangen hat. Und ja, also wie waren jetzt die letzten 4 Wochen? Ich war natürlich sehr stolz auf mich, dass ich das gestartet habe, dass ich endlich, ich meine, was war auch eine sehr große Angst vor mir, wenn nicht die größte, mich halt überhaupt zu zeigen. Das war eigentlich die größte Überwindung für mich. Wenn du dann die ersten Aufrufe hast, du drehst ja total durch, denkst, oh mein Gott, ich bin so aufgeregt, oh mein Gott, die ganze Welt sieht mich natürlich nicht, aber das ist schon sehr aufregend. Naja, also vor allem, was möchte ich sagen, es gibt dann ja sozusagen diese 2 Seiten, dieses, wo man an sich glaubt und voll mutig ist und die andere Seite, wo man, wo diese Zweifel voll durchkommen. Und es war dann, genau, ich habe das ja angefangen, aber ich habe das niemandem in meinem Umfeld erzählt, weil das war für mich dann noch schlimmer, das in meinem Umfeld zu sagen, dass ich jetzt YouTube mache, als überhaupt das erste Video hochzuladen. Weil dann hast du ja erst recht Angst, dass irgendjemand dich dann belächelt und auslacht und denkt, ach ja, jetzt auch noch irgendeine, die will jetzt auch YouTube machen. Jeder will das jetzt machen. Ja, kann ja auch jeder machen. Ja, habe das tatsächlich jetzt erst vor kurzem gemacht, aber auch nur ein paar Leuten, meiner Familie und meinen engsten Freunden so ungefähr, also ganz wenigen Leuten nur mitgeteilt, weil es ist dann ja auch so, je näher die Person dir steht und die dann irgendwas in Richtung, ich nenne es mal Kritik sagt, das muss nicht unbedingt Kritik sein, aber desto härter trifft dich das natürlich, ne? Als wenn es jetzt irgendein Fremder sagt, aber wenn das dann jemand, ja, dann ist schon, Genau, diese ganzen 4 Wochen, die ich das jetzt mache, ich habe halt immer mich selbst voll aufs Positive einjustiert, immer positiv, weiter. Jeden Tag ja trotzdem den Mut aufzubringen, was zu posten, obwohl man jetzt ein Video nicht unbedingt perfekt findet und man jetzt nicht 1 Million Aufrufe hat, da trotzdem dran zu bleiben, das zu machen. Ja, jeden Tag aufs Neue diesen Mut aufzubringen. Und ich muss auch sagen, ich hab schon mir gedacht, auch vor 5 Jahren, dass mir das Spaß machen wird. Aber dass es mir so großen Spaß macht und dass es so erfüllend ist für mich, das hätte ich halt in dem Ausmaß nicht gedacht. Und ja, ich bin da halt voll in meinem Modus und ich nehme das Ganze ja auch sehr ernst. Also ich stecke da wirklich mein Herz rein und mache das jetzt nicht mal eben so Larifari, sondern das nimmt ja natürlich sehr viel Zeit schon ein, weil es mir wichtig ist und weil es mir Spaß macht. Und wenn dann jemand kommt und nicht mal unbedingt was bös gemeintes sagt, aber so ein bisschen, ja, übertreib jetzt mal nicht so und ja, ne? Komm mal ein bisschen runter und ja, dann, ich will nicht sagen, ist das schmerzhaft nicht, aber was passiert denn in dem Moment? All deine Ängste und Zweifel, die du ja hast, obwohl du
dich überwunden hast, obwohl du dich getraut hast, ins kalte Wasser zu springen, die hast du ja trotzdem und die sind dann aktiviert. Und die sind dann aktiviert und also ich habe das wirklich gemerkt in diesem Moment, wie ich da wieder quasi für mich selbst kämpfen musste, für mich einstehen musste. Nicht in Form von, dass ich dann diskutiert habe oder so, aber ich habe gemerkt, wie mein Inneres da wirklich, wie ich dann gedacht habe, ach nee, das war eine blöde Idee. Lieber nicht. Ich lasse das sein, weil, ja stimmt, das ist ja, nee, das mache ich lieber. Ja, vielleicht nehme ich das alles ein bisschen zu ernst, vielleicht, ja, nein, ich glaube, ich sollte das lieber lassen und dann aktiviert das sofort alle Zweifel, weil es ist natürlich so, ich meine, ich mache das gerade mal 4 Wochen, ich bin ja jetzt hier kein YouTube-Profi, alles andere als das und du hast eben ganz viele Unsicherheiten noch und du weißt, dass es da noch ganz viel Ausbaupotenzial gibt und überhaupt, das ist alles halt noch so ein ganz sensibles Projekt, sage ich mal, in das man dann auch reinwächst und dann bist du, vor allem das ist ja auch das Ding, wenn du dann jetzt etablierter YouTuber bist oder wie auch immer, dann ja, interessiert dich das auch nicht mehr wirklich, wenn da jetzt irgendeiner was sagt, weil du hast es dann ja, wie soll ich sagen, hast dann ja auch ein Standing, so ungefähr, ne? Oder die Größe deines Kanals spricht dann ja für dich so ungefähr. Aber vor allem, wenn du so ganz am Anfang bist, wo wirklich nur so ein paar Leute, die erstmal nur zuhören und du gerade wirklich im Aufbau bist, dann trifft es dich ja wirklich am härtesten. Aber okay, ich habe dann trotzdem mich wieder einjustiert, dass ich mich wirklich wieder auf das Positive einstelle, auf das, dass es mir Spaß macht, dass es ja für mich eine Bereicherung ist und das halt auszublenden, was jemand anderes davon hält oder dazu sagt. Letztendlich projizieren ja Menschen auch oft irgendwie das, was sie sich selbst nicht trauen, auf ein Selbst, wenn sie sich nicht trauen, ihre Projekte zu starten. Also ich bin mir sicher, dass jeder irgendwie eine Idee hat, was er eigentlich gerne im Leben machen wollen würde, aber sich das nicht traut. Eben genauso wie ich aus den Gründen 5 Jahre diesen Kanal nicht gestartet habe. Aber du kannst es halt ja ewig nicht machen oder du überwindest dich. Aber es ist natürlich alles nicht so einfach im Sinne von, ja, es gibt dann so Momente, wo man ganz massiv an sich selbst zweifelt und das war schon nicht so nett, weil ich musste wirklich mich echt überwinden und jeden Tag diesen Mut aufbringen und dann, aber naja, es ist, wie es ist. Ich bleibe trotzdem dran. Ihr könnt ja mal eure Erfahrung teilen in den Kommentaren. Ich denke mal, das wird jeder irgendwie kennen, dass, ja, wenn man irgendwie neue Projekte startet, das muss ja jetzt nicht YouTube sein, aber ja, dass dann immer Leute kommen, die dann den Zweifel sehen in dir. Und übrigens, es ist natürlich auch allgemein, es ist voll wichtig, was man sagt zu anderen Personen, weil du kannst sie entweder massiv damit runterziehen oder massiv motivieren. Heißt aber nicht, dass man verantwortlich ist dafür, wie sich denn die andere Person fühlt oder was sie dann daraus macht, weil meine Aufgabe zum Beispiel ist es jetzt, das nicht an mich heranzulassen, sondern genauso, dass meinen Motivationskurs und meine positive Einstellung zu der ganzen Sache so weiter durchzuziehen, wie ich das ja die ganze Zeit gemacht habe, die letzten Wochen. Aber es ist trotzdem einfach mal für sich selbst ganz gut zu wissen oder im Hinterkopf zu behalten, dass das schon ja Auswirkungen hat, was man zu anderen Leuten sagt. In beide Richtungen.